Muss ich als Rentner Steuern zahlen? Das ist eine spannende Frage und nicht einfach mit Ja oder Nein zu beantworten, denn jeder Fall ist sehr individuell. Heute werde ich Ihnen mal ein Fallbeispiel aus meiner Praxis zeigen, in dem ein lediger Rentner über 20.000 Euro Jahresbruttoeinnahmen hat und sogar noch vom Finanzamt etwas wiederbekommt. Wie das geht, erfahren Sie gleich. Bleiben Sie dran. Ich zeige Ihnen hier mal ein Beispiel, wo ein Rentner über 21.000 Euro Jahreseinkünfte hat und im Endeffekt trotzdem Geld vom Finanzamt wieder bekommt. Der Grundfreibetrag für Singles ist im Jahr 2019 9.168 Euro. Schauen wir uns den Fall einmal an. Sie sehen hier, dieser Rentner hat zwei Renten. Einmal die Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Die Bruttojahresrente ist hier knapp 18.000 Euro. Hier haben wir den Anpassungsbetrag, den Beitrag zur Krankenversicherung und zur Pflegeversicherung. Diese vier Zahlen bekommen Sie, wenn Sie die Rentenbezugsmitteilung zur Vorlage beim Finanzamt bei der gesetzlichen Rentenversicherung anfordern. Ja, manche fordern sich das nicht an, die sind noch gewohnt, die Vordrucke zu nutzen und sagen, naja, die sind ja elektronisch hinterlegt beim Finanzamt. Ich fülle einfach meine Vordrucke aus und das war's denn. Andere, die sich mit dem Thema beschäftigen und wissen möchten, wie viel sie nachzahlen müssen oder ob sie eventuell was wiederbekommen, fordern sich diese Rentenbezugsmitteilung zur Vorlage beim Finanzamt an. So, das sind diese vier Zahlen. Dann hat dieser Rentner noch eine Zusatzversorgung aus der VBL. Hier sehen wir diese Rentenbeträge und dann hat er noch Kapitalerträge. Wir sehen hier die Kapitalerträge. Er hat hier insgesamt 7 Steuerbescheinigungen und liegt über dem Sparerpauschbetrag und hat also Kapitalertragssteuer bezahlt. Jetzt nochmal zusammenfassend, also er hat 21.133 Euro Jahresbrutto von 2 Renten und Kapitalerträgen. Er bekommt, Sie sehen das hier unten in der Ecke, trotzdem eine Erstattung von 118,40 Euro. Ja, wie geht das? Nun, ich kann jetzt aus Datenschutzgründen hier das Feld nicht öffnen, aber unter Sonderausgaben haben wir erfasst die Beiträge zu seiner Unfallversicherung, zu seiner Privathaftpflichtversicherung und die Kfz-Haftpflichtversicherung. Außerdem hat er noch eine private Krankenzusatzversicherung. Die Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung und die Beiträge seiner privaten Versicherungen vermindern das zu versteuernde Einkommen. Er hat ein kleines Einfamilienhäuschen und hatte einige Handwerkerrechnungen. Das zeige ich Ihnen mal. Hier unter Handwerkerleistungen im eigenen Haus. Er hat das Terrassendach reparieren lassen. Die Heizung musste repariert werden, die Wasserleitung musste repariert werden und der Schornsteinfeger war zweimal da. Macht zusammen Lohnanteil 1.155 Euro und davon 20%, also 230 Euro, werden direkt von der Steuer abgezogen. Dadurch, dass ihm auch noch Kapitalertragssteuer abgezogen wurde, bekommt er was wieder, obwohl eigentlich eine Steuerlast festgesetzt wurde. Ja, so kann es gehen, dass man auch als Rentner, je nachdem, was man steuerlich geltend machen kann, nicht an das Finanzamt zahlen muss, sondern sogar noch etwas wiederbekommt. Das ist jetzt ein spezieller Fall, also wo jetzt wirklich eine Erstattung anfällt. Also ich zeige nochmal hier unten in der Ecke, sehen Sie die Erstattung. Und wenn wir jetzt diese Position hier nicht hätten, die 230 Euro, die direkt von der Steuer abgezogen werden, dann müsste er 112 Euro ans Finanzamt zahlen. Also es hängt immer von den sehr persönlichen Verhältnissen ab, ob eine Steuer anfällt oder ob man sogar, wie in diesem Fall, etwas wiederbekommt. Wichtig ist, dass Sie Ihre Versicherungen angeben, also alles, was Haftpflicht ist, Unfallversicherung und Todesfallabsicherungen.
Dann, wenn Sie Mieter einer Mietwohnung sind, führen Sie die Position von Ihrer Nebenkostenabrechnung auf. Oder wie in diesem Beispiel, Sie haben ein eigenes Häuschen und ein Grundstück und haben Handwerkerleistungen erbringen lassen oder hatten sogar haushaltsnahe Dienstleistungen. Heben Sie das alles gut auf, die Rechnungskopie und die Kopie vom Kontoauszug, denn wie man sieht, lohnt es sich. In diesem Beispiel sind jetzt keine außergewöhnlichen Belastungen. Wir haben hier keinen grünen Haken, also haben wir hier auch nichts erfasst. Andere, die vielleicht keine Handwerkerleistungen, so wie diese hier im Haushalt hatten, hatten vielleicht hohe außergewöhnliche Belastungen. Darüber erzähle ich Ihnen mehr im nächsten Video. Das war jetzt mal ein interessantes Beispiel aus der Praxis. Wenn Sie mehr solcher Beispiele wissen möchten, dann schreiben Sie es einfach in die Kommentare. Ich habe da ganz viel auf Lager. Ich hoffe, Sie hatten einige Aha-Effekte und ich freue mich auf das nächste Video. Da geht es um das Thema außergewöhnliche Belastungen. Schauen Sie unterhalb des Videos in die Beschreibung, da finden Sie auch einige nützliche Links und auch eine kostenlose PDF zum Runterladen. Nutzen Sie die Gelegenheit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Jutta Martin.